Ist das die beste Layton-Alternative von Orientica Royal Bleu? Ja, das möchte ich euch heute erzählen. Erstmal steiler, geiler Flakon und auch schwer. Das ist kein Plünn. Und ist es tatsächlich sogar die Vintage-Version, die allererste vom Layton von Parfums de Marly? Das möchte ich euch heute mal erzählen. Und ja, wer noch nicht hier war, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg immer noch. Yes. So, Royal Bleu von Orientica. Erstmal ist das hier ein 150 ml Flakon. Schaut euch das an. 150 ml. Und Preis habe ich eben beim Namen ja immer, mache ich aktuell mit, damit ihr ungefähr wisst, wie teuer der ist. Das ist natürlich immer verschieden und auch natürlich von der Flakongröße, die ich habe. Es gibt den auch noch in 75 ml, glaube ich. So, aber wir wollen ja zum Duft kommen, auch wenn der, ja, nicht schlecht aussieht. Der Duft, und ich meine gleich mal vorweg, es ist wirklich die beste Alternative zum Layton von Parfums de Marly. Das hier ist eine alte Version von 2018, Ende 2017, Anfang 2018. Also die wirklich noch gut ist. Da fehlen 2 Jahre. Ich glaube 2016, wenn ich mich nicht ganz täusche, kam der Layton raus. Und ich glaube, in den 2 Jahren wurde jetzt nicht groß irgendetwas geändert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da war das nämlich noch nicht mit denen, ich muss mal jetzt kurz mal den Duft verändern und wieder neuer Batch und so weiter. Das kam ja erst auf, wenn man die Leute so ein bisschen verarschen möchte und so weiter. Dann kann man das machen, aber wir wollen nicht abschweifen. Royal Bleu, diese DNA, dieses Süße, was ihr gleich vom Original auch in the face bekommt, mit der Mandarine, mit dem grünen Apfel und so weiter, habt ihr hier. Ja, ich habe das wirklich zu 100% fast, muss ich schon sagen. Also 99%, aber wirklich die 2016er Version, also ganz da, wo der Layton erschienen ist. So. Und es ist egal, gleich mal vorweg, ob ihr jetzt sagt, ja, ich habe ja jetzt das Original. Ja, das Original ist klar, ja. Das ist auch, die würde ich nie weggeben. 2018er Version, Anfang 2018. Ich erzähle euch erst gleich den Unterschied, der dann später kommt. Aber wenn ihr die aktuelle Version nimmt, dann ist das einfach nicht mehr der Layton, den man kennt. Und da kommen wir jetzt schon. Deswegen kann man zu denen super greifen. Vielleicht ändert das ja auch Parfums de Marly wieder. Und ich hoffe, dass da wieder ein bisschen mehr Volumen reinkommt. Weil hier habt ihr eben, ja, eigentlich die Vintage-Version, weil die also bis 2018 ist es ja eine Vintage-Version. Also das, was ich so mitbekommen habe. Ich kannte die ganz erste, ich habe sie aber nie gekauft. Und erst seit 2018 habe ich den gekauft. So. Und hier habt ihr die Version stark präsent aufs Maul. Die Vanille ist gleich da, auch wenn sie im Endeffekt erst in der Basisnote kommt und so weiter. Hier habt Lavendel und wie gesagt die Mandarine, den grünen Apfel, worüber der Duft ja grundsätzlich kommt und die schöne Süße und diese DNA, die wir eben vom Layton kennen, habt ihr hier. Ich würde sagen, ist der ein bisschen eigenständig? Schwierig zu sagen, ob der eigenständig ist, weil es ist eben, ja, es ist eine teure Alternative, ne? Das darf man nicht vergessen, aber natürlich immer noch viel günstiger als eben das Original. Ich sage immer, greift zum Original. Da bleibe ich auch bei. Nur die aktuelle Version hat einfach nicht die Tiefe und eben einfach nicht das Layton, wie es eben sein soll. Hier ja. So. Wo der große Unterschied liegt, und den gibt es auch hier, auch wenn er durchgehend, zur Hypercont kommen wir gleich, die ist gut, gleich vorweg, aber ist einfach, dass das Original ein Volumen hat. Da hatte ich ja eben gerade von gesprochen, was beim Original ja gar nicht mehr ist, wirklich. Ja, ist auch ein Tick, ein minimal süßer, minimal, aber das Volumen auf der Haut vor allen Dingen auch, ist beim Original einfach da. Es strahlt runder aus, sagen wir mal so. Es ist runder, komplexer. Das habt ihr auch bei diesem Duft nicht so. Aber ihr müsst dann schon an die Haut gehen und das zu riechen. Ich selber kann natürlich die Sillage selber wahrnehmen. Ja, das ist klar, da kommen wir gleich noch zu. Aber andere nehmen die Sillage natürlich besser wahr. Und da, sage ich mal, von der Stärke nicht. Da sind sie wirklich sich ähnlich. Erhält aber auf der Haut
so, wenn man nachher nach richtig viel Stunden dran hängt, ist er noch ein bisschen präsenter. Und einfach, man hat immer noch dieses irgendwie, dieses Volumen. Das ist so, als wenn du wenn ein Meteorit auf die Erde einschlägt und dieser Krater unterrum, das habt ihr eben, das Volumen, das habt ihr da so nicht. Aber trotzdem ist es die alte Version. Das darf man nicht vergessen. Also, man kriegt eben nicht so 100% alles, aber man hat trotzdem die alte Version. Das habt ihr auf jeden Fall mit diesem Duft. Nur das rundherum, dieses bisschen fertig gebackene Produkt, ist hier, sag ich mal, zu 90% fertig, was ihr beim Original Layton bei der Version habt. Bei der neuen Version habt ihr es ja nicht. Deswegen dieser Duft wieder. Also wäre sehr wichtig für euch, sehr wichtig zum Hinhören, ne? Und deswegen ist der Royal Bleu sehr top. Und was man dafür bekommt, ist ja schon verschämt gut für den Preis. Das darf man auch nicht vergessen. So, und ich sprühe jetzt nochmal, wie gesagt, guter Sprüher auch. Ihr könnt euch ja auch die 75er ml holen. Die große ist natürlich, ne, holt euch das, bevor das, wer weiß, ne, weg ist oder eingestellt wird, etc. pp. Sehr nice. Und der Flakon ist auch nicht, normalerweise ist das ja, ja, ne, fällt schon sehr auf, aber ist schon sehr nice, muss ich sagen. So, und zur Haltbarkeit und Sillage, das ist einfach Fakt. Da sind wir bei 9, 10 Stunden, 11 Stunden. Das ist so. Punkt. Da brauchen wir gar nicht reden. Das ist dann wirklich ähnlich wie beim Original, bei der alten Version. Wir kommen immer dazu bei der alten, weil ich habe auch gehört, dass die neue Version wirklich echt bei 5 Stunden irgendwann aufhört. Es gibt auch welche, die sagen noch weniger, aber das ist dann auch irgendwann Hauttyp und so weiter. Aber es ist scheißegal, er hält auf jeden Fall nicht 9 Stunden. So, natürlich mag bestimmt auch einer dazwischen sein, wo auf der Haut das so extrem trotzdem bleibt, klar. Aber auch die Sillage ist nicht mehr so präsent. Die ist hier gut da, aber das hatte ich eben eingangs ja schon erwähnt, dass das Volumen zwar nicht da ist, aber die Sillage ist trotzdem sehr, sehr nice. So, Royal Bleu, das kann man so stehen lassen. Ist eine sehr geile, mit einem sehr schweren, coolen Flakon. Da drin natürlich Glas. Für mich die beste Alternative zum Layton. Vor allen Dingen, wenn man die alte Version haben möchte. So, Punkt. Die anderen, die ich so kenne, die in die Richtung gehen, sind gut, sind günstig, aber hinten raus haben sie eben nicht dieses altes Batch-Feeling haben sie nicht. Und das hat er hier und das gefällt mir. Wie gesagt, das Volumen fehlt. Hätte er das gehabt, dann wäre es fast perfekt gewesen. So, aber im Endeffekt ist er perfekt. Er ist gut. Was wollt ihr mehr? Schreibt mal runter, kennt ihr diesen Duft? Habt ihr ihn schon? Was haltet ihr davon? Oder würdet ihr ihn auch gerne testen? Dann schreibt das mal hin oder holt ihr euch den. Und wie gesagt, den gibt's nicht nur in 150 ml, sondern auch in kleiner. So, also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann würde ich sagen, macht nicht so doll. Und wir sehen uns bald wieder, oder?